So ihr Lieben, es ist schon wieder soweit. Letzte Woche kam das erste Video, diese Woche das zweite und so wird es jetzt auch weitergehen. Ich habe mir was relativ Einfaches heute überlegt, was ich euch gerne mal zeigen möchte oder was mich einfach so in den letzten Monaten begeistert hat, nämlich die Marke Louis Vuitton. Wie es vielleicht ein oder andere schon mitbekommen hat, auf meinen Fotos trage ich des Öfteren Sachen aus den aktuellen Kollektionen, die vor allem halt auch von Virgil Abloh mitdesignt wurden oder designt wurden. Vor kurzem war jetzt auch wieder die Fashion Show in Paris, Heaven on Earth, die war auch ziemlich geil, wo alles sehr blau gehalten ist. Kurz nur zur Marke und meiner Verbindung dazu, also vor 5 Jahren, wenn mir vor 5 Jahren jemand gesagt hätte, ich trage irgendwann mal Louis Vuitton Klamotten, hätte ich gesagt, jo, alles klar, genauso wird's. Nein, Spaß beiseite, ich finde es unfassbar schön, dass solche High-Fashion-Labels wie Louis Vuitton oder Gucci oder vor allem auch Prada aktuell, Dior, kann man nennen, was man will, dass sie sehr alltags- und straßentauglich geworden sind, mal abgesehen jetzt vom Preis, der natürlich nicht. Aber früher war das irgendwie, zumindest nach meinem Empfinden her, unvorstellbar, wenn man sich überlegt, dass jemand irgendwie normal, jetzt im normalen Alltag gesagt hat, ja, ich ziehe heute meine Gucci-Sweatjacke an und dazu meine Saint Laurent Jeans und meine Dior-Sneaker. Das ist natürlich alles immer eine Frage des Preises auch. Ich kann es absolut verstehen, wenn viele Leute sagen, ja, es sind coole Sachen, so, aber mir viel zu teuer. Sehe ich eigentlich ähnlich, aber mich hat der Hype dann doch enorm gepackt und ich bin super happy. Vor allem hat es mir Louis Vuitton als Marke an sich sehr angetan und ich bin großer Fan dieses Monogrammmusters einfach. Und deswegen habe ich mir heute überlegt, ich style einfach mal 2 Outfits mit Louis Vuitton Accessoires, die ich in meinem Besitz habe, sprich Pouches, Taschen, Brillen, was auch immer ich hier dabei habe. Ich präsentiere euch jetzt die Accessoires. Manche von denen sind Vintage und relativ günstig gewesen, manche von denen waren nicht günstig, weil sie aus aktuellen Kollektionen sind. Genau, und dazu style ich dann 2 Outfits, einfach so als Vorschläge. Wenn ihr aber sowas zu Hause habt, eine Louis Vuitton Tasche, irgendwas Vintage-mäßiges davon, irgendwas mit Monogramm drin, könnt ihr euch das gerne als Inspiration nehmen oder ihr schaut es euch einfach an und entscheidet am Ende, welches der beiden Outfits in Verbindung mit den Accessoires euch besser gefällt. Ich sage schon mal vorneweg, ich bin nicht der beste Mensch in genauen Bezeichnungen der Artikel. Also wenn ich irgendwas falsch sage, tretet mir nicht sofort auf die Füße und sagt, boah, der hat doch keine Ahnung. Ich will auch gar nicht sagen, dass ich krass viel Ahnung von dieser Marke habe, von dem Background oder was auch immer. Das Wichtigste weiß ich weiß, dass es mir gefällt und diese Monogrammgeschichte ist halt einfach in den letzten Jahren auch nochmal durch diese vielen Customizer so aufgekommen und hat mich dann halt auch so gepackt und ich dachte mir so, wann kommt das eigentlich endlich mal von Louis Vuitton selbst, dass die viel damit arbeiten. Virgil ist da, Virgil hat es verstanden und deswegen gibt es jetzt haufenweise diesen Monogrammprint auf den Klamotten. Lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir mal an. Ich habe eine Tasche mitgebracht, diese, und welche Überraschung, da geht es nämlich auch schon los. Diese Tasche ist ebenfalls eine Louis Vuitton, ein Weekender, eine Kepal. Okay, hier ist noch mein Miles & More Kärtchen dran. Diese Tasche ist aus der Louis Vuitton Supreme Kollektion. Für die sie nicht kennen, das ist tatsächlich eines dieser Pieces, was, glaube ich, so im Hype ein bisschen untergegangen ist, weil vor allem diese roten Sachen sehr im Vordergrund standen, auch bei den Kepals, dass die vor allem die rot und nicht schwarz im Vordergrund standen. Wobei ich die immer ganz cool fand, weil die dieses Karma-Muster hat. Und wenn man dann genau hinguckt, sieht man auch dieses Monogramm sehr, sehr dezent und mit diesen braunen Lederverzierungen finde ich das sehr schön. Genau, und in diese Tasche, die zählt übrigens auch als Accessoire, die werdet ihr nachher auch noch im Outfit sehen, habe ich mal alles reingepackt, was ich an Accessoires von Louis Vuitton habe. Und da fangen wir jetzt einfach mal an. Ich gehe das mal Accessoire für Accessoire durch und dann schauen wir mal, wie die Outfits aussehen. So, haben wir hier Nummer 1. Ein kleines Täschlein, wo man erstmal vermuten könnte, das ist sowas wie ein Kartenetui. Ich bin mir aber ziemlich sicher, ich habe auch noch mal mit den Jungs hier im Büro geredet, das ist auf jeden Fall ein Vintage-Piece. Das ist ein Schlüsselhalter, das heißt so ein Schlüsselmäppchen. Finde ich sehr cool, also man fragt sich auch mal wieder, was es nicht alles gibt. Also man kennt ja seinen normalen Schlüsselbund, hat man halt so. Das ist auf jeden Fall eine schönere und dezentere Art und Weise, seine Schlüssel zu verstecken. Schlüsselpouch habe ich von den lieben Freunden von Haute Coutures geschenkt bekommen. Haute Coutures ist ein Laden für richtig geilen Vintage-Scheiß, ein Online-Shop. Verlinke ich euch gleich auch nochmal hier unten. Gibt es auch nochmal einen Rabatt und noch eine Verlosung am Ende.
Das heißt, dort könnt ihr alle möglichen Vintage-Sachen von Dior, Gucci, Louis Vuitton, Prada, Coach, Burberry, wie sie alle heißen, könnt ihr dort shoppen und das ist auch recht günstig und moderat. Wenn man sich keine neuen Sachen kaufen will, kauft man einfach Vintage. Das macht in vielen Situationen mehr Sinn, weil man einfach unfassbar viel Geld spart und gute Sachen in guter Condition für einen wirklich guten Preis kriegen kann. Accessoire Nummer 1. So, was haben wir hier noch? Ja genau, da war ich mal wieder ein bisschen voreilig. Da habe ich meine Freundin geklaut. Eine Vintage Louis Vuitton Handtasche, genau. Also was anderes ist es nicht. Hier drin ist auch nicht viel besonders. Es ist halt einfach ein kleines Handtäschchen. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich die jetzt verwende. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Ist ebenfalls Vintage, sieht man auch gar nicht. Das Material ist super gut erhalten. Also das Canvas. Handtasche. Ebenfalls am Start ist die Trio Pochette von Louis Vuitton. Dazu muss ich sagen, die ist relativ neu. Das heißt, die ist nicht Vintage und die war auch sehr teuer und aber auch sehr begehrt. Deswegen habe ich da zugeschlagen. Ich finde die Idee ganz cool, diesen Handgriff zu haben. Mein Opa hat damals immer so eine Tasche gehabt, die er immer so getragen hat an der Hand. Fand ich immer ganz witzig und deswegen habe ich mir die jetzt geholt, weil eben auch schöne Staufläche ist und was cool ist bei den Dingern. Man kann die natürlich auch ganz einfach hier per Clip abmachen und kann die auch einzeln verwenden. Und man muss es nicht so tragen, wenn es einem zu prollig ist, wie auch immer. Habt ihr ja auch schon auf einem Foto von mir gesehen. Ich mag ganz besonders diese runde Pouch hier, die werde ich sicherlich dann auch noch mal ins Outfit verarbeiten. Trio Pochette aus der aktuellen Kollektion. Relativ teuer gewesen, deswegen, aber ich denke mal in 20 Jahren kann man sowas auch Vintage kaufen. Des Weiteren haben wir hier nochmal eine Tasche, eine Vintage-Bauchtasche. Ja, auch hier ist es wieder Vintage. Die hat sich meine Freundin damals von einer Bekannten von ihr, hatte die abgekauft. Finde ich persönlich sehr geil, kann man nicht nur um den Bauch machen, wie bei einer Bauchtasche, sondern auch einfach so schräg über den Körper hängen oder wie auch immer, wie das halt gerade angesagt ist, so Bodybag-mäßig. Auch einfach nur, trotzdem sehr praktisch, weil man da sein Handy, sein Portemonnaie und sein Schlüssel auf jeden Fall reinbekommt. Mit diesem Lederstrap hier, finde ich sehr schön gemacht. Werde ich auf jeden Fall nachher auch ins Outfit einbauen, werdet ihr nachher sehen. Was haben wir hier noch? Ach genau, den Gürtel. Ja gut, da muss ich jetzt glaube ich nicht so viel erzählen. Den kennt ihr wahrscheinlich schon von meinen Outfits. Louis Vuitton Supreme Gürtel. Ist auch hier wieder das Monogramm mit dem Supreme Schriftzug drauf. Natürlich auch nicht Vintage, sondern aus der damaligen Kollektion. Gott, der sieht aber auch schon ramponiert aus, Alter. Puh, muss ich mal besser pflegen. Ja genau, den werde ich auch mit einbauen. Wie gesagt, kein Vintage-Piece, auch relativ teuer, denke ich mal. Der wird sicherlich auch noch weit über 500 € kosten. Ich habe jetzt keinen Preis im Auge. Aber den könnt ihr auch bei StockX oder sonst wo kaufen. Gürtel. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist eine Brille. Auch wenn wir jetzt nicht so viel Sonne draußen haben, ich wollte es euch trotzdem mal zeigen in Verbindung. Und auch hier haben wir wieder Louis Vuitton Supreme. Die hatten ja, glaube ich, 2 Brillen rausgebracht. Das in verschiedenen Farben. Ich habe die schwarze, die so ein bisschen abgespaced aussieht, und diese hier, die so ein bisschen, naja, dezenter will ich jetzt nicht sagen, schon auch so mit so einem getigerten Muster daherkommt. Aber ganz cool ist, weil die hier an der Seite so diese Details hat. Louis Vuitton Logo, Supreme Logo und dann haben wir diese Monogrammmuster. Genau, die werde ich nachher auch noch mit einfließen lassen. Ist natürlich auch nicht Vintage, Louis Vuitton Supreme Kollektion. Ich habe, wie ihr seht, ich habe da 102 Pieces schon abgestaubt damals. Fand die Sachen sehr schön, habe auch einige schon wieder verkauft, aber das meiste ist ja noch da, wie gesagt, zum Beispiel auch dieser Weekender. Und last but not least, das beste Piece, was ich erst kürzlich auch wieder von Haute Couture bekommen habe. Also merkt euch den Namen auf jeden Fall vor. Einen Regenschirm im Monogrammmuster. Ich habe ja letztens schon mal einen Burberry-Schirm gezeigt in einem meiner Posts. Den habe ich auch von den Jungs bekommen. Ich glaube, das Ding hier sieht man ziemlich selten. Ich bin auch ziemlich happy, dass ich den bekommen habe, weil ich den schon länger gesucht habe. Und ja, das ist ein stinknormaler Regenschirm mit dem kompletten Monogrammmuster. Werde ich nachher auch nochmal in Form eines Fits mit aufbereiten. Und ups. Genau, so geht das dann ungefähr. Und hier oben hat man auch nochmal die Louis Vuitton Verzierung drauf. Ist auch Vintage. Ich kann euch aber nicht sagen, was mich mal interessieren würde. Vielleicht weiß es jemand von euch, aus welchem Jahr der genau ist und was der damals gekostet hat. Würde mich tatsächlich mal interessieren, weil ich das Ding noch nie gesehen habe. Bin mir aber auch natürlich ziemlich sicher, dass es, also weiß natürlich auch, dass es echt ist. Also es ist jetzt nicht irgendein Fake oder so. Wie gesagt, hier ist auch mal das Emblem dran. Haute Couture ist auch das letzte Accessoire.
Und jetzt habt ihr alles gesehen. Ich werde jetzt mich mal gleich umziehen und dann die 2 Outfits präsentieren. Da gibt es dann noch ein paar Detailaufnahmen und am Ende könnt ihr entscheiden, welches das bessere Outfit ist. Ganz kurz noch zu dem Laden. Ich bin ja ein Fan davon, Vintage-Sachen zu kaufen, auch wenn ich da noch nicht so in diesem Gebiet so krass drin bin. Aber ich nähere mich da nach und nach an und habe ja letztes Jahr schon ein Video gemacht mit einem Kumpel Jevgeni, der auch einen Vintage-Shop hat hier in Leipzig, einen Online-Shop, Wavy Vintage. Und das kam sehr gut an und deswegen möchte ich jetzt immer wieder auch so Vintage-Dealer vorstellen, die halt coole Sachen haben, die sich wirklich Mühe machen und das in mühsamer Arbeit jeden Tag im Netz suchen, durchforsten auf Flohmärkten und das dann mitnehmen. Und natürlich auch nochmal auf Echtheit prüfen. Das ist natürlich auch nicht immer gegeben, dass nur wenn man ein Vintage-Piece hat, dass es dann auch auf jeden Fall echt ist. Und die Jungs geben sich da echt Mühe. Auch bei Haute Coutures, cooler Shop, nette Leute, ein faires Angebot, großes Angebot. Checkt das auf jeden Fall nochmal aus, diesen Online-Shop, tut mir den Gefallen. Genau, wollte ich noch kurz dazu sagen. Jetzt würde ich sagen, lass mit den Worten Taten folgen. Ich ziehe mich jetzt um, wir gehen jetzt runter, kurz mal in den Hof. Ich präsentiere euch die 2 Outfits. Und dann am Ende entscheidet ihr, welches Outfit euch besser gefällt. Und zu guter Letzt ist Cut. So, nun lassen wir den Worten Taten folgen. Wir gehen jetzt runter in den Hof, ich ziehe mich jetzt um und dann zeige ich euch die 2 Outfits. So, hier sind wir nun. Outfit Nummer 1. Es geht los. Wie ihr seht, sehr erdtönig gehalten. Ganz einfache Chino von Weekday. Dazu die Air Force One Louis Vuitton Customs, die ich von Sneaker Faktur bekommen habe. Schöne braune Burlington-Socken, Ton in Ton. Diese Teddyjacke, die da hat ja immer sehr viele Fragen, ist eine Supreme, ich weiß gar nicht mehr welche Season das ist, die ist auf jeden Fall sehr kuschelig. Plus Bandana Box Logo Hoodie. Das ist das Outfit, was ich dazu rausgesucht habe. Dazu habe ich gestylt einen Teil der Trio Pochette, habe ich abgemacht und hier dran gemacht, finde ich ganz witzig. Dazu, das habe ich vorhin gar nicht gezeigt, die Pochette von Virgil und Louis. Hier ganz gut, ist halt schönes Portemonnaie, kann man hier gut dranhängen, ist schön auffällig mit diesem Orangenen. Genau, was habe ich noch? Ja, genau, in der Tasche habe ich dann noch einfach so als Beilage die Key Pochette, die ich vorhin gezeigt habe. Und zu guter Letzt natürlich noch, was nicht fehlen darf, der Schirm. Es regnet zwar nicht, aber man stellt sich jetzt einfach vor, es regnet und du läufst damit rum und man sieht das. Das ist das Outfit. Das ist der Outfit. Das ist das Outfit Nummer 1. Genau, und jetzt lasst euch das nochmal so durch den Kopf gehen. Es gibt jetzt noch ein paar Details und dann kommt jetzt auch gleich Outfit Nummer 2 schon. Und dann dürft ihr entscheiden. Also Freunde, hier seht ihr auch schon Outfit Nummer 2. Ein bisschen lauter als das andere. Ich trage eine Louis Vuitton Supreme Kepal Tasche, habe ich euch vorhin schon gezeigt. Mag ich sehr, ist eine meiner Lieblingstaschen. Dazu die Trio Pochette, die jetzt aber nur aus 2 Pochettes besteht, weil die andere natürlich für das andere Outfit draufgegangen ist. Weekday Pufferjacke, meine Lieblingsjacke aktuell. Sehr bequem und auch auf jeden zweiten Fit von mir zu sehen. Supreme Comme des Garçons Knitter, auch ein geiles Ding, im Braun, Ton in Ton. Dazu die Bauchtasche, Louis Vuitton, habt ihr ja auch schon gesehen, Customized Jeans und Socken wieder von Burlington, Schuhe Travis Scott Air Jordan 1 Low und das ist das Outfit Nummer 2. Und jetzt müsst ihr entscheiden, Outfit Nummer 1 oder Outfit Nummer 2, welches gefällt euch besser? Jetzt habt ihr die Outfits gesehen, 2 Stück. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte es in euren Augen auch gut kombinieren. Ich fühle mich sehr wohl damit. Jetzt seid ihr gefragt und zwar schreibt mir bitte in die Kommentare, welches der beiden Outfits euch besser gefallen hat. Outfit 1 oder Outfit 2, ganz einfach, schreibt ihr hin. Warum ihr das machen sollt, ganz einfach. Ihr könnt nämlich einen 100-Euro-Gutschein für den Haute Coutures Online-Shop, für den Vintage-Shop, über den ich euch erzählt habe, wo man auch unter anderem so Sachen wie das hier kriegen kann, gewinnen. Das heißt, ein 100-Euro-Gutschein für Haute Coutures plus, bevor wir es vergessen, eine Pouch und ein Portemonnaie bzw. ein Cardholder für Coach, noch verschweißt und in einem tadellosen, perfekten Zustand. Die beiden Sachen könnt ihr gewinnen. 100-Euro-Gutschein für den Haute Coutures Online Vintage Shop, wo ihr sämtliche Designer findet und dieses Coach-Paket aus Pouch und Cardholder. Alles, was ihr dafür tun müsst,
Kommentiert, welches euer Lieblingsoutfit ist. Teilt das Video auch gerne in euren Stories auf Instagram, was auch immer. Macht, was ihr wollt. Feedback, Kritik ist alles erwünscht. Schreibt auf jeden Fall in den Kommentar, welcher Fit euch besser gefallen hat, und schon seid ihr automatisch in der Verlosung teil. Und in einer Woche lose ich dann einen Gewinner aus, der den 100-Euro-Gutschein gewinnt, plus dieses kleine Paket hier. Ich danke für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, Lob, Kritik, konstruktiv oder sonst was, bitte alles in die Kommentare. Lasst ein Like nach oben da, genau. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch nicht gefallen hat. Lasst bitte keinen Daumen nach unten da. Aber nein, also gebt einfach Feedback und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Euer Willi, ich bin raus. Tschüss.